Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autoforie.de. Wir sind heute tatsächlich in Südafrika, genauer gesagt in Cape Town, wie man hier so schön sagt, um ein Fahrzeug zu testen, das tatsächlich hier irgendwie hinpasst, auch wenn man es nicht direkt damit assoziiert. Und zwar rede ich dabei vom neuen Porsche 911 Carrera GTS. Warum man dieses Fahrzeug eigentlich nicht so wirklich mit den Kurven Südafrikas in Verbindung setzt, ist schlicht und einfach, dass dieses Fahrzeug doch eigentlich nach Rennstrecke schreit. Keine Angst, das werden wir noch tun, aber hier in Cape Town selbst bewegen wir uns jetzt mit dem Cabriolet fort. Auf der Rennstrecke seht ihr dann das Coupé. Den Carrera S kennt ihr schon. Das entsprechende Video dazu haben wir euch einfach nochmal unten in die Infobox gesetzt, falls ihr es noch nicht angeschaut habt. Hier haben wir jetzt ja GTS dahinter stehen. Das heißt für uns auch optisch hat sich ein bisschen was getan. Dieses wunderschöne Rot, wie ich finde, wird jetzt nämlich durch diese kleinen 3 Buchstaben GTS hinten dran mit einigen schwarzen Details gespickt. Das fängt erstmal hier drin an, übrigens serienmäßig Xenon, wer will, kann auch LED-Scheinwerfer haben und geht dann hier unten direkt weiter. Hier seht ihr nämlich jetzt eine schwarze Lippe, die hinzugekommen ist. Die ist nicht nur optisch etwas sportlicher und auch ein bisschen auf den Boden gesetzter, nein, sie sorgt tatsächlich auch für mehr Anpressdruck. Die schwarzen Details finden sich dann selbstverständlich auch an der Seite wieder, vor allen Dingen in Form dieser wunderschönen Felgen. Stellen wir das einfach mal heraus. Ich finde sie wirklich wunderschön. 20 Zoll sind in diesem Fall auch serienmäßig und sie stehen ihnen einfach verdammt gut. Übrigens im Vergleich zum S haben wir jetzt beim GTS ein halbes Zoll breitere Reifen. Schwarz geht es dann zum Beispiel auch bei kleineren Details weiter, wie zum Beispiel dem Spiegelfuß hier unten drunter. Man sieht ihn nur von vorne oder wenn man ein bisschen den tieferen Blick hat. Auch der ist jetzt schwarz gefärbt und natürlich auch hinten gibt es weitere Details. Schwarz sind nämlich auch diese 2 Endrohre hier und die sagen uns eins, die Sportabgasanlage ist tatsächlich serienmäßig beim GTS. Wenn wir einen Hecktriebler haben, sehen wir dann noch diese schwarze Leiste hier. Wenn dem nicht so ist, dann haben wir stattdessen eine Lichtleiste, wie ich sie nenne. Die leiten dann super schön über zu den etwas abgedunkelten Heckleuchten. Direkt darüber finden wir dann auch diese Lüftungsgitter. Die sind tatsächlich jetzt auch schwarz. Was macht den GTS so besonders? Selbstverständlich der Motor. Wir können ihn beim 991.2 ja leider nicht mehr so gut sehen, aber er steckt hier in diesem Areal. Wir haben im Vergleich zum Vorgänger 20 PS mehr und im Vergleich zum Carrera S 30 PS mehr. Das heißt, wir haben trotzdem einen Motor, den wir in Anführungszeichen schon kennen, nämlich den 3 Liter Biturbo Boxermotor aus dem S. Wie gesagt, jetzt mit 450 PS, 550 Newtonmeter Drehmoment und wir können das Ganze haben mit 7-Gang PDK oder 7-Gang Schaltgetriebe, wie wir es auch in diesem Fall mal haben. Und da freue ich mich schon drauf, denn das bin ich im 991 noch gar nicht gefahren. Wie kommt diese Mehrleistung zustande? Zum einen haben wir mehr Ladedruck und wir haben gleichzeitig auch neue Turbolade hier im GTS. Ferner gibt es in Sport und Sport Plus auch mit dem Schaltgetriebe eine sehr schöne Zwischengasfunktion. Das heißt, das Runterschalten wird nochmal deutlich gefühlvoller, deutlich sanfter im Übergang als etwa im normalen Modus. Mit 7 Minuten 26 auf der Nürburgring-Nordschleife ist der GTS 12 Sekunden schneller als der Carrera S und natürlich auch schneller als sein Vorgänger, allerdings nur wenige Sekunden. Möglich macht das nicht nur die Mehrleistung, sondern wie wir es jetzt hier auch sehen, da müsste man allerdings mit dem Maßband genau nachmessen, mehr Aerodynamik, die optimiert ist für die Sportlichkeit. Wir haben zum Beispiel hier jetzt auch eine höhere Ausfahrhöhe des Heckspoilers. Ferner ist das ganze Auto so optimiert, dass es nochmal besser, nochmal satter in den Kurven liegt. Wir haben ja zum Beispiel PASM auch serienmäßig, also das Dämpfersystem, was wir dann auch in verschiedenen Stufen einstellen können, das eben das Komplettpaket abrundet. Was unser Auto hier natürlich ausmacht, ist die Tatsache, dass es ein Cabriolet ist und das entsprechende Dach dazu lässt sich einfach mit diesem kleinen Knopf hier versenken. Und damit es bei der Fahrt dann noch ein bisschen angenehmer wird, haben wir direkt darunter einen anderen kleinen Knopf. Dieses Symbol sorgt dafür, dass wir einen Windshot dazu bekommen.
Was im GTS ebenfalls neu ist, dass wir hier ganz viel Alcantara bekommen in Form von Sitzen, da fängt es einfach mal an, bis hin hier zur Armlehne, aber auch bis hin zum Lenkrad. Das Ganze tatsächlich serienmäßig. Und apropos Lenkrad, das ist das GT Sportlenkrad. Das erkennen wir unter anderem daran, dass der Radius bzw. der Durchmesser etwas kleiner ist und auch hier an diesen Chromteilen, die mit den Schrauben so eingesetzt sind. Ebenfalls dabei findet sich dann dieser Mode-Knopf. Außerdem serienmäßig ist das Touch-Display, was ihr hier sehen könnt. Die Sonne verbirgt es ein bisschen, ihr kennt es aber schon. Mit inbegriffen sind dabei Internet-Navi, Sprachsteuerung und... Kann es was Schöneres geben, als mit einem Porsche Cabrio irgendwo in Südafrika an der Küste entlang zu fahren? Wahrscheinlich. Wer es weiß, gerne in die Kommentare schreiben, was es sein könnte. Mir fällt aktuell nichts ein. Kommen wir aber zum Fahrgefühl des Carrera GTS Cabriolet. Was die Performance angeht, kommen wir noch zum Coupé bzw. auf der Rennstrecke zu einer kleinen Erfahrung. Hier geht es jetzt mal um die GT-Eigenschaften, also die Cruising-Eigenschaften des Cabrio. Und da haben wir im Vergleich zum Carrera S ein direkteres Fahren, ein direkteres Fahrgefühl, auch von der Charakteristik schon ein bisschen aggressiveres Fahrgefühl. Aber es ist trotzdem noch so, dass man entspannt hier die Kurven so ein bisschen genießen kann. Mit den neuen Turbomotoren ist ja auch ein, sagen wir mal, neues Lenkradknöpfchen eingeführt worden. Das haben wir hier das erste Mal nicht. Es fehlt dieser Überholvorgangsknopf mit den 20 Sekunden extra Power, denn wir haben mal das 7-Gang-Schaltgetriebe. Bin ich bisher leider noch nie im 991 gefahren und das Warten hat sich definitiv gelohnt. Wir haben ein schönes, knackiges, direktes Schaltverhalten. So muss das in einem Porsche. Es muss nicht immer PDK sein. Wem wirklich das Fahren wichtig ist, der sollte sich unbedingt überlegen, einfach mal auf die Basis zu setzen. Was das Cabrio als solches angeht, haben wir jetzt hier das Windschott oben und die Fenster oben. Und dadurch im Cockpit als solches sehr wenig bis kaum Windverwirbelung, nur so am Kopfansatz. Wenn wir dann das Windschott runterfahren, was hier über einen Knopfdruck geht, dann haben wir deutlich mehr Wind im Cockpit und auch ein sehr freiluftiges Fahrgefühl. Willkommen auf dem Killinarray Racetrack irgendwo in Südafrika im Coupé. Allerdings auch wieder mit Hinterradantrieb bzw. keinem Allradantrieb. Wir folgen gerade einem Turbo S, heißt nicht wundern, wenn der eventuell etwas schneller aus der Kurve rauskommt, einfach schon aufgrund des Allrads. Fahren aktuell in Sport, da ist noch nicht alles voll auf Aggressivität getrimmt. Aber wir haben schon ein sehr aggressives, schnelles Fahrverhalten. Was hier in der Mitte hängt, ist die Race-App von Porsche. Da schauen wir eventuell später nochmal drauf, was uns das genau bringt. Und ansonsten würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal eine schnelle, flotte Runde in Sport, wechseln gleich noch in Sport Plus. Am Ende der Gegengeraden eine heftige Bodenwelle, die eigentlich schon dafür sorgt, dass sich das Auto sehr stark entlastet. Aber man merkt, Porsche hat hier einiges getan, damit dem nicht so ist und wir einfach ein sehr gutes Fahrverhalten an den Tag legen können.
merkt schon, dass der GTS deutlich mehr Grip an den Tag legt und das auch mit eben reinem Hinterradantrieb. Allrad könnten wir aus den Kurven noch mal ein bisschen schneller rausfahren. Man merkt auch schon, im Sport wird das Heck etwas leichter und wir haben minimale Drifts. Sport Plus. Da wird das Ganze schon etwas rabiater und härter in den Dämpfern. Aber trotzdem wird die Bodenwelle hier am Ende der Gegengeraden wunderbar weggefedert. Die Race-App zeigt uns, wie ich gerade sehe, dass wir etwas schneller sind als zuvor. Von der Dauerbelastung her überhaupt kein Fading, überhaupt keine Probleme. Der Bremspunkt stimmt einfach genau auf den Meter. Am Ende des Videos stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich der GTS gegenüber dem Carrera S? Da muss man ganz klar aufsplitten, was möchte man in einem 911er Porsche haben. Möchte man damit nur von A nach B kommen und in der Münchner City oder so weiter etwas flanieren, oder möchte man dem Namen Porsche auch alle Ehre machen? Das heißt, den Porsche fahren, so wie er eben konzipiert wurde. Heißt sportlich, heißt elegant in einer schönen kurvigen Landstraßensektion oder auch eben auf der Rennstrecke. Dann ja, lohnt sich der GTS, denn dafür ist er konzipiert und das macht er auch nach wie vor richtig gut. Und wie immer am Ende eines Videos geht das Wort an euch. Wie gefällt euch der neue Porsche 911 Carrera GTS? Wäre das ein Fahrzeug, was ihr euch gerne zulegen würdet, was so das Sportliche für euch verkörpern würde, das ihr sucht? Oder wäre es tatsächlich ein anderes Fahrzeug, beziehungsweise dieses bewusst nicht? Schreibt alle Antworten dazu und eure Meinung gerne unten in die Kommentare und wir mischen wie immer mit. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch einen Daumen hoch. Und falls ihr uns ein weiteres Mal sehen möchtet oder direkt noch mehr Videos von uns schauen möchtet, dann klickt doch auch direkt den Subscribe-Button.